Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Sleipnir von Midgard's Messer. Das Messer darf ich im Zuge eines Passarounds vorstellen. Das wurde von Dirk Hofmeister und Midgard's Messer ermöglicht und von Hendrik vom YouTube-Kanal Autoheinz ins Leben gerufen. Dafür schon mal vielen Dank. Zum Passaround sage ich dann am Ende des Videos nochmal was. Ende Mai 2021 durfte ich bereits das Bömbur von Midgard's Messer vorstellen. Damals war ich sehr angetan von der hohen Verarbeitungsqualität. Und das Sleipnir steht dem im Nichts nach, so viel kann ich schon mal verraten. Kleine Randbemerkung: Sleipnir ist in der nordischen Mythologie das achtbeinige Pferd des Gottes Odin. Ja, mit nordischer Mythologie kenne ich mich überhaupt nicht aus, deshalb verlinke ich euch diesbezüglich alles in der Videobeschreibung. Gut, dann geht's direkt los mit diesem Griff. Griffmaterial Titan, linksseitig mit einem gefrästen Waffelmuster. Auf der rechten Seite des Griffes glatt. Hier befindet sich auch der Framelock mit einem Over-Travel Stop. Da sich das Titan des Framelocks im Bereich des Klingenanschlags schnell abnutzen würde, befindet sich innen ein gehärtetes Stahlinsert. Ja, das ist hier mit 6er Torx verschraubt. Übrigens sind alle diese kleinen Schrauben hier 6er Torx, also auch beim Clip. Das finde ich wirklich gut. Im Griffinneren gibt es hier sehr große Aussparungen. Ich denke, das kann man erkennen. Ja, dennoch liegt das Gesamtgewicht des Sleipnir bei etwa 227 Gramm, also 20 Gramm mehr als Herstellerangabe. Ja, ist schon sehr schwer. Als Hersteller hätte ich den Clip hier wahrscheinlich aus diesem Grund weggelassen. Der ist optisch zwar sehr ansprechend, aber konstruktiv verstehe ich ihn halt nicht. Hier innen gibt es eine Auflagefläche, die weist einen Winkel von etwa 40 Grad auf. Das heißt, wenn ich das Messer jetzt in der Tasche trage, in der Hosentasche oder in der Pouch, dann ist der ganze Auflagepunkt hier auf dieser kleinen Ecke. Und ich finde das jetzt ein bisschen ungünstig gelöst, aber das ist jetzt wirklich bloß Kritik am Rande. Für mich wäre das eher ein Messer für einen Holster oder eine Gürteltasche. Ja, aber am Ende des Videos zeige ich euch noch eine ganz interessante und sehr ungewöhnliche Tragemöglichkeit. Zurück zum Messer. Am Griffrücken ist hier ein durchgehender Backspacer und hier ist auch gleich ein ganz kleines Lanyardloch verbaut, 4 mm Innendurchmesser. Ja, ist ganz schön gelöst. Besonders auffällig ist hier natürlich dieses riesige Fingerloch, also diese große Hohlschraube. Darauf komme ich dann gleich beim Thema Handlage. Genauso auch zu den Abmessungen des Griffes. Jetzt geht es erstmal um diese Klinge. Und die hat ein schönes Stonewashed-Finish erhalten. Hier fällt sofort die für Midgard's Messer typische Hohlkehle auf. Auffällig ist auch dieses etwa 42 mm lange Chimping auf dem Klingenrücken. Das passt einfach zum Design dieser wuchtigen Wharncliffe-Klinge. Unten befindet sich ein angedeuteter Fingerchoil, ebenfalls mit einem Chimping versehen. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Klinge befindet sich das Midgard's Messer Logo. Hier noch ein Hinweis auf die Limitierung, das ist die Nummer 133 von 200. Die Klingenlänge liegt hier unten gemessen bei ziemlich genau 78 mm. Abzüglich dieser kleinen Schleifkabel sind das dann 74 mm effektive Schneide. Klingenbreite liegt bei 6 mm. Die Klingenhöhe liegt bei stolzen 45 mm. Der Flachschliff wurde hier bis zur Hohlkehle hochgezogen, das sind ziemlich genau 26 mm. Und der Wert hinter der Schneidphase liegt hier durchgängig bei 0,55 mm. Ich finde, das geht vollkommen in Ordnung. Ganz kurz zum Klingenstahl, das ist der CPM D2, die pulvermetallurgische Variante des D2-Stahls. Der CPM D2 hat eine leicht verbesserte, homogenere Stahlstruktur. Der ist etwas zäher, etwas verschleißfester und schnitthaltiger als der gewöhnliche D2. Der Härtegrad liegt hier bei 59 bis 61 HAC. Chromanteil ist mit 11,5% relativ gering. Persönlich hatte ich aber noch keine Probleme mit Rost bei einem D2-Stahl. Ja, hin und wieder mal ein bisschen Pflege in Form von Einölen schadet aber nicht. Jetzt noch kurz zum Design. Das ist wieder ein sehr kompromissloses und polarisierendes Design. In dieser Linie ist wirklich alles drin, von wuchtig und eckig bis elegant und rund. Das alles wirkt hier sehr technisch und auch ziemlich unterkühlt, aber mir gefallen hier so kleine Details, zum Beispiel dieser in die Klinge eingearbeitete Klingenstopp, dessen Rundung sich an dieser überdimensionierten Achsschraube orientiert. Das Ganze führt sich dann im Griffdesign fort. Das ist eine Linie bzw. ein Kreis. Also mir gefällt das wirklich gut. Im geschlossenen Zustand baut das Sleipnir mächtig auf. Das sind ca. 55 mm Höhe. Zum Größenvergleich mal ein Victorinox. Das ist ein ganz normales 91 mm Standardmodell. Ich denke, so kann sich das jeder ganz gut vorstellen.
ja, es ist gewaltig. Man muss das natürlich auch mögen, ist ganz klar. Dann bin ich euch noch die Handlage schuldig. Das ist hier schon ungewöhnlich gestaltet. Also wir haben hier einen stark abfallenden Griff. Ja, ungewöhnlich heißt aber nicht unbequem, ganz im Gegenteil. Das Sleipnir legt sich richtig schön in die Handinnenfläche. Grifflänge beträgt hier ziemlich genau 11 cm. Ich habe mich entschlossen, hier über das Fingerloch zu messen. Griffbreite liegt bei 15 mm ohne den Clip. Dann haben wir hier ein Griffvolumen hinten von 80 mm, in der Mitte sind es etwa 94 mm und hier vorne sind es dann sogar 115 mm. Das Fingerloch kann natürlich auch genutzt werden. Wir haben hier einen Innendurchmesser von etwa 21,5 mm, also hier passt locker ein 5-Cent-Stück rein. Das heißt, man kommt hier auch schön mit dem Finger rein. Das ist ergonomisch wirklich gut gemacht. Man kann hier richtig schön Druck aufs Schnittgut ausüben. Ich bevorzuge dennoch hier diesen Griff in den Fingerchoil. Das gefällt mir persönlich besser, aber es ist genau das Gleiche. Also ergonomisch einfach richtig gut gemacht, kann man nicht sagen. Dann kurz zum leidigen Paragraphenthema. Midgardz ist der Meinung, dass das Sleipnir 42a konform ist. Ohne BKA-Feststellungsbescheid ist das für mich eher ein Grenzgänger. Also positiv ist der starke Detent. Man hat hier ordentlich Widerstand und dann hat man noch eine relativ große Achsschraube, wie man hier sieht. Innen sind Bronzewasher verbaut. Man kann das hier alles ein bisschen regulieren, den Klingengang und so. Dennoch, man muss sagen, es geht dann schon relativ einfach. Also der Widerstand ist definitiv da, aber man kann sich hier durch dieses kleine Detail helfen und das als Öffner benutzen. Sobald man den Detent überwunden hat, ist es überhaupt kein Problem. Deswegen ist es für mich ein Grenzgänger. Es gibt noch eine andere Sache. Wir haben hier hinten diese überstehende Klingenwurzel und mit ein bisschen Schwung hat man das Messer ganz schnell offen. Also ja, da muss ich leider sagen, ich sehe hier eher nicht so wirklich eine 42a-Konformität. Aber wie gesagt, es ist ein sehr leidiges Thema. Es ist ein seltsamer Paragraph, muss man einfach so sagen. Ja, kurz nochmal zur Klingenachse. Das kann man hier mit einer Splintsicherungszange oder einem großen Stirnlochschlüssel einstellen. Das geht auch. Wäre natürlich schön, wenn so ein Tool beigelegt werden würde, aber ich glaube, sofern ich weiß, ist das nicht dabei. Kommen wir zum Fazit. Mein Fazit: polarisierendes Design, hochwertige Materialien, Top-Verarbeitung. Dieser Framelock sitzt perfekt. Der Klingenstand ist absolut mittig. Das Gewicht von 227 Gramm muss man natürlich mögen, das ist klar. Das Thema Clip, das habe ich angesprochen. Zum Preis 299 €. Angesichts der Limitierung der Materialien, der Verarbeitung geht das für mich in Ordnung. Im Lieferumfang haben wir dann hier noch diese Tasche, die ist innen schön ausgepolstert. Hier ein abnehmbarer Patch, also für mich passt das. Optional bietet Midgardz Messer eine Gürtelschnalle an. Und zwar ist das dann als Tragevorrichtung gedacht. Also man kann das Messer dann hier so draufklemmen. Ja, sehr ungewöhnliche Lösung, gefällt mir aber wirklich gut. Das ist 3D gedruckt, dann wurden extrem starke Magnete verbaut. Also man sieht das, man bekommt das erstmal gar nicht so leicht ab. Ja, hält sehr sicher. Die Gürtelschnalle ist wie erwähnt optional, kostet etwa 40 €. Das war's zum Sleipnir. Jetzt nochmal ein großer Dank an Dirk Hofmeister und Hendrik. Das Ganze ist mit einem Gewinnspiel verbunden. Das heißt, unter den Teilnehmern wird dieses Messer verlost. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache und man hat dann eine große Gewinnchance. Ich drücke allen Teilnehmern die Daumen, die haben es alle verdient. Ich werde euch alle Videos zu diesem Pass-Around in der Videobeschreibung verlinken. Das Messer geht dann jetzt demnächst auf die Reise zum nächsten Teilnehmer. Gut, das war's dann für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.